Ich bin von Katzenstein und in diesem Video spreche ich über eine der variantenreichsten Waffen der Geschichte: die Glefe. Die Glefe entstand in Europa ungefähr im 14. Jahrhundert und wurde vor allem im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit sogar bis ins 20. Jahrhundert bei der ungarischen Kronwache und am bayerischen Hof verwendet. Der Aufbau einer Glefe ist einfach. Prinzipiell handelt es sich um einen langen Stab, auf dem ein Messer oder ein kurzes Schwert angebracht ist. Abgrenzend vom Speer ist die Glefe nicht zum Stich, sondern mehr zum Schnitt und Hieb spezialisiert. Anfangs waren diese Glefen recht simpel. Meist bestanden sie aus einer einfach geschliffenen, breiten und häufig eher gebogenen Klinge. Wegen der stetigen Verbesserung der Schmiedekunst und komplexeren Taktiken auf dem Schlachtfeld wurde die Glefe immer mehr für einen bestimmten Zweck optimiert. Häufig erhielten sie zusätzliche Haken und Spitzen, Parierelemente oder wurden in ihrer Klingenform stark verändert. Aus diesem Grund gibt es keine genaue Definition einer Glefe. Man muss den Begriff Glefe eher als eine Art Waffengattung, wie beispielsweise bei einem Schwert, betrachten. Auch hier gibt es Kurzschwerter wie das Gladius und ein Degen ist auch ein anderes Schwert wie das Falchion. Häufig ist der Übergang von Glefe zu Hellebarde auch fließend, zumindest bei allem, was irgendwo von der Norm abweicht. Da der Begriff Glefe sehr dehnbar ist, stelle ich hier mal 3 Unterarten dieser Waffengattung und ihre Entwicklung vor: die Korseke, die Fauchard und den sogenannten Rosschinder. Kommen wir erstmal zur Korseke. Die Korseke ist eine Glefe, die von ihrer Funktion und Aussehen stark an einen Dreizack erinnert und vor allem im 16. Jahrhundert in Italien und Frankreich beliebt war. Die Korseke besteht aus 3 voneinander abstehenden, zweischneidigen Klingen. Dabei ist die mittlere Hauptklinge meist breiter und länger und hauptsächlich zum Stich und damit zum Angriff gedacht. Die beiden Außenklingen können andere Waffen wie Schwerter und Speere abfangen und wegstoßen. Andere Stangenwaffen können mit den Außenklingen wunderbar am Boden festgehalten werden. Weitere Typen der Korseke sind die Runker, der Friauler Spieß und die spätere Version der Korseke, die Partisane. Als nächstes sprechen wir über die Fauchard. Die Fauchard ist die Unterkategorie der Glefe, die am bekanntesten ist und auch am meisten als Glefe wahrgenommen wird. Die Fauchard besteht meist aus einer sehr breiten und einschneidigen, fast säbelartigen Klinge, die zum Schnitt optimiert ist. Die früheren Varianten waren simpel, doch später, besonders im 16. Jahrhundert, wurde die Fauchard immer mehr mit verschiedenen Spitzen oder Haken am Klingenrücken oder als Parierelemente ausgestattet. Ähnlich wie bei der vorher genannten Korseke konnten damit feindliche Angriffe pariert und manipuliert werden. Dabei war die Fauchard eine hervorragende Schnittwaffe mit äußerst viel Energie und Reichweite. Vor allem bei Trabanten und den Dogengarden von Venedig war diese Waffe ein Statussymbol. Dies zeigt sich teilweise auch an den reichlichen Verzierungen historischer Exemplare. Als letzte Unterkategorie der Glefen spreche ich über den Rosschinder oder auch Billhook oder Gisarm genannt. Vom Rosschinder gibt es 2 bekannte Versionen, die englische und die italienische Variante. Was beim Rosschinder im Gegensatz zur Fauchard oder der Korseke besonders auffällt, ist der große Haken, was die Hauptfunktion der Waffe ist. Im Gegensatz zu den beiden anderen Glefen kann der Rosschinder feindliche Waffen nicht nur festhalten oder wegstoßen, sondern auch ziehen. Das hat im Kampf einen entscheidenden Vorteil, besonders gegen gerüstete und berittene Gegner, die man damit leicht zu Fall bringen kann, indem man sich von hinten am Bein einhakt und zieht. Aus diesem Grund trägt die Waffe auch den Namen Rosschinder. Stellt euch mal vor, ihr könnt mit dem geschärften Haken das Bein eines im vollen Galopp laufenden Pferdes erfassen. Der Reiter wird definitiv zu Fall gebracht werden. Gerade der italienische Rosschinder besaß noch weitere Spitzen und Parierhaken, um noch effektiver zu sein. Da der Rosschinder sowohl zum Stechen, Schneiden und Hacken eingesetzt werden konnte, ist es umstritten, ob er jetzt eher zu den Glefen oder doch mehr zu den Hellebarden gehört oder vielleicht auch irgendwas dazwischen ist. Wie bereits am Anfang erwähnt, sind die Grenzen dabei fließend. Außerhalb von Europa wurden natürlich auch weitere Glefen wie die japanische Naginata oder der chinesische Pudao hergestellt. Man kann also sagen, dass die Glefe im Allgemeinen eine sehr beliebte und vielseitig einsetzbare Waffe war. Sie hat mit ihrer Reichweite einen ähnlichen Effekt wie der Speer, kann aber zugleich gut im Einzelkampf als auch in der Schlacht eingesetzt werden. Zudem ist je nach Variante ihre Wucht äußerst hilfreich gegen gepanzerte Gegner und sie besitzt eine Vielzahl an Möglichkeiten, in der Schlacht andere Waffen und Schilde zu manipulieren, sodass ihre Mitstreiter zum finalen Schlag ausholen können. In meinen Augen ist die Glefe eine hervorragende und äußerst durchdachte Waffe der Geschichte. Das war's jetzt mit dem Video.
Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welchen Typ der Glefe ihr bevorzugen würdet oder ob euch noch eine weitere Kategorie einfallen würde, die man in einem Video darstellen kann. Ich würde mich auf eure Antwort freuen.